Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wer meinen Teil 1 gesehen hat, weiß, dass wir an einem Polizeicheckpoint wieder umdrehen mussten. Aufgrund der vielen Rückfragen, wo das denn genau war, blende ich hier mal die Karte ein und zeige euch den Ort, die Stupa und auch das Kloster, damit ihr das nachverfolgen könnt. Leider habe ich auch im Teil 2 vergessen, die Landkarte einzublenden. Hier ging es von Leh über den Kardung La ins Nubra Valley und hier auch wieder auf der Karte ersichtlich. Ja, und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch auch den Ausflug im Nubra Valley zu den heißen Quellen nach Panamik und hier die Karte dazu. Ja Leute, in diesem Video erklärt euch am Anfang Toni, wie unsere Reise weiterging. Ja, guten Morgen Leute. So früh waren wir noch nie unterwegs. Indien schlaft lang. 8:40 Uhr, Nubra Valley. Wir sind von unserem Desert Camp aufgebrochen. So eine Art Camping, mit Campingzelte. Sehr schöner Platz. Der Plan war, also planen haben wir schon gelernt, ist gar nicht möglich. Aufgrund der Wetterereignisse der letzten Tage oder Woche läuft natürlich überhaupt nichts nach Plan, gar nichts. Ist für uns Deutsche natürlich ungewohnt. Und die Jungs selber wissen sich auch nicht so recht zu helfen. Es gibt hier keinerlei verlässliche Aussagen zu Straßen etc., ob die passierbar sind oder gesperrt oder sonst was. Ja, da können uns die Jungs eigentlich auch leid tun ein bisschen. Auch wenn wir Deutschen uns natürlich aufregen, warum da nichts geplant ist. Aber es ist so, Patagong Lake heißt er, glaube ich. Da wollten wir heute gehen, 150 Kilometer hier vom Nubra Valley aus. Und es ist so, dass die Straße dorthin auch von einem Bergrutsch verschüttet ist. Also nicht passierbar. Wie halt irgendwie fast alles hier. Damit ihr eine Vorstellung habt, von was der Toni gerade spricht, zeige ich euch das gerne mal auf der Karte. Also wir fahren jetzt gerade hier los in diesem Nubra Valley, an diesem Camp. Hier vor und hier ist jetzt der Shyok River. Also hier war jetzt eigentlich ursprünglich geplant, dass wir diese Route, wo jetzt meine Maus gerade fährt, dass wir die nehmen und zu diesem Pangong Zoo, also Pangong Lake fahren. Das ist der direkteste Weg. Leider geht es nicht, weil hier eben diese Verschüttungen sind. Ja, und somit müssen wir über dieses Bergmassiv rüber, hier einmal über den Warin La, wieder runter auf die andere Seite und dann geht es nochmal über einen 5000er, den Changla, damit wir hier über diesen Weg heute Abend hoffentlich an dem Pangong Lake ankommen. Und es besteht quasi immer irgendwo die Gefahr, dass man aus dem Nubra Valley nicht mehr rauskommt. Ja? Weil es gibt eigentlich nur, im Moment gibt es angeblich zwei Wege, die passierbar sind. Das ist der Kardung La und der Wan La, den wo wir heute fahren. Beide über 5400 Meter. Und das fahren wir halt den Wan La heute. Riesen Umweg eigentlich so den Patagong Lake. Und ob wir dann zum Lake überhaupt noch fahren, weil das sind dann nochmal 110 Kilometer, ist uns vielleicht zu stressig. Das werden wir sehen. Vielleicht ist die einfachere Variante einfach nach Leh zurück, auch wenn wir die Strecke schon gut kennen dann von dem Punkt in Karu. Aber der Christian, der muss ja auch wieder zurück. Wir haben die Flüge schon gebucht für Dienstag. Wenn wir dann in dem Lake wären, und muss man wieder mehrere 5000 überqueren. Und wenn das dann nochmal ein Bergrutsch ist, da kommen wir vielleicht nicht mehr zurück. Also das ist jetzt einfach alles ein bisschen schwierig. Kann man auf den Veranstalter auch schimpfen, wie man will. So eine Situation haben die auch selber noch nie gehabt, haben sie gesagt. Wenn man da deutsche Vorbereitung, Vorplanung und was weiß ich was erwartet, ist man hier natürlich enttäuscht. Aber das hält sich immer noch ein paar Minuten, die Enttäuschung. Und wenn man dann wieder so eine große Landschaft sieht, wie hier, ist alles wieder gut. Und man muss auch Verständnis aufbringen. Die Leute hängen auch selber in der Luft mit Informationen. Die wissen, man kann sich das für Europäer gar nicht vorstellen, die wissen nur aus einer privaten WhatsApp-Gruppe, ob ein Pass passierbar ist oder nicht. So, und das kann sich auch noch jede Minute ändern, wenn wieder ein Bergrutsch kommt. Also das können wir uns Deutsche, sage ich, überhaupt nicht vorstellen. Bei uns verlässt man sich auf Polizei, ADAC und Nachrichten. Das gibt es hier alles nicht. Also, es gibt natürlich Polizei, aber die interessiert das nicht. Die haben halt selber so gut wie keine Informationen nicht. Also ist schon zu bewundern, dass
dann, ich sage mal hier, trotzdem mit einem Gleichmut das so hinnehmen, ist eigentlich toll. Aber wie gesagt, für uns Deutsche, wir könnten das auf Dauer glaube ich nicht aushalten. Das würde nicht gehen. Gell. Ja, jetzt fahren wir Richtung Osten im Nubra Valley. Sanddünen, die quasi berühmten, was es da gibt, sieht man unten. Und wir fahren jetzt zwar schon an die Tankstelle, weil die Himalayen braucht zwar sehr wenig Sprit, aber das ist jetzt heute auch wieder eine relativ große Tour. Wenn man hier 200 Kilometer am Tag fährt, trotz Teerstraße, meistens geteert, ist man fix und fertig. Also, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man über 30 hat, das ist schon, also ich würde sagen, das ist verdammt gut. Dann ist man schon ziemlich rücksichtslos gefahren. Wenn man 40 hat, kann ich mir vorstellen, geht, dann kriegt man von der Umgebung nichts mehr mit. Also da muss man an die Stellen, wo man ein bisschen schneller fahren kann, gibt man quasi Vollgas. Aber ist auch hier risikobehaftet. Hinter jeder Kurve kann eine Kuh stehen, ein LKW, ein Auto. Natürlich überholen die Inder grundsätzlich nur in unübersehbare Kurven. Wenn du da mit dem Moped entgegenkommst, hast du schlechte Karten. So schaut aus. Ja, militärische auch immer unterwegs, wie man sieht, und natürlich sehr langsam. Da fahren wir ein bisschen auf die Seite hin und dann kriegen wir das schon. Ja, das geht schon. Ja, so schaut es aus. Na, dann packen wir es. Morgens erwähnt habe, Tangang Lake geradeaus geht leider nicht. Wir fahren über Durbock, 5000er Pass, Wanrilar. Hier geht's jetzt auf den Varin-La-Pass hoch. Die Situation mit dem Auto schaute gefährlicher aus, als sie war. Es war auch das einzige Fahrzeug, was uns bis auf den Pass begegnet ist. Wanrilar. Okay. Okay. चलें क्या? Ja, Christian. It was fantastic. Fantastic. Huh? Great. Easy going. Easy going.
Having some With the Himalayan, easy. that inhalation oxygen. Yeah. Slowly. Move slowly. What's the age? Is 64. very nice. Wonderful. Yeah, we are but they are facing problem. Just move slowly. We made it. We made it, Leute, we made it. 5-3. Manrila. So, wir sind jetzt an der Entscheidungskreuzung. Also hier jetzt hintergehen zum Chandla Pass. Nochmal 5000er Richtung Pangong Tso, genau. What is I doing? This is my spot. Und hier geht es wieder zurück nach Le. Le. Steht ja 45 Kilometer. Und jetzt werden wir erst einmal Momo essen, Maggi, Kaffee. Und dann entscheiden wir, was wir machen. Ja, wie ihr gerade gehört habt, stand nun in diesem Ort eine Entscheidung an. Entweder zurückzufahren in die Stadt Le und auf den Rückflug zu warten oder doch nochmal einen Ausflug zu warten zu dem Pangong Tso, also zu diesem See. Wir haben uns für Letzteres entschieden, weil das Wetter augenscheinlich noch mitspielte. Grünes Tal auch, muss ich sagen. Und die Straße hier, da kann man es laufen lassen. Also, da war der Karton schon ein bisschen blöd von unten raus. Ja, und über die Intercom bekomme ich von Toni gleich einen Rüffel, weil ich doch etwas indisch überholt hatte. Ja, danke. Hat mich gewundert. Hast du dich schon gewöhnt an hier? Ja. Du musst warten, einfach bis nichts siehst. Dann überholst. Also ich muss schlucken, Druckausgleich.
Also Leute, da oben ist auf 5400 Meter oder so, vielleicht sogar mehr. Komischerweise ist dahinter immer noch ein Berg. Und der ist noch mit ein paar tausend Meter höher. Muss man schon gesehen haben. Changla, sehr schön. Hey Leute, Sonne scheint. So, wir sind jetzt oben am Changla. Richtig schön. Total geiles Revier. Auf 17.688 Fuß. Tatsächlich den Akku ziehen. Sonst wäre nichts mehr dabei. Schau dir mal den Schatten an von den Wolken. Das ist für mich der Kontrast, weißt du? Nach der rustikalen Abfahrt des Passes geht es hier auf einer autobahnähnlichen Straße weiter. Der Pangong Tso oder Pangong See ist der höchstgelegene Salzwassersee der Welt und liegt im Grenzgebiet zwischen Indien und China. Wow, rustikale Auffahrt. Hello, hello, hello. Jawohl. Hello. Hello, sir. Hello, Sir. So, das ist jetzt unsere Hütte, hä? Luxus pur. Luxus, super. An diesem Abend gab es nur einen klitzekleinen Lichtschein von der Sonne und den habe ich genutzt. Ja, auch nach jeder anstrengenden Tour gibt es noch ein Zusammenstehen, eine Tasse Tee und es wird auch wie immer gelacht. Jetzt sind wir am Pangong Tso. Ja. Genau, Pangong Tso. Jetzt? Pangong Tso. Ja, guten Morgen. Jetzt zeige ich euch mal das Zimmer hier am Pangong Lake. Ich habe heute Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, doch 2 Stunden. Aber bin voll müde und konnte eigentlich auch gar nicht. Es hat geregnet heute Nacht. Das Thema ist, dass wir hier in der Stichstraße rein sind. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, ob diese Stichstraße vielleicht wieder
überspült wird. Und dann machst du einfach so Kopfkino. Toni hat mir jetzt wieder ein bisschen aufgebaut. Alles halb so wild. Wetter ist jetzt so lala. Der See hinter mir, ja, da hinten ist bewölkt. Hier geht einigermaßen. Wir müssen da raus. Das ist eine Stichstraße, 30 Kilometer. Heute geht es wieder nach Lee. Und jetzt bin ich dann auch froh, wenn es jetzt bald vorbei ist. Ja, wir machen eine kleine Kaffeepause jetzt auf den Jangla und hier beim See. Der Toni hat seine Drohne fliegen lassen. Ja, jetzt weiß man, wieso alles so anstrengend ist bei der Höhe. Jetzt geht es zurück über den Jangla nach Lee und ja, jetzt bin ich glaube ich wieder ein bisschen besser gelaunt. Also, bis dann. Ja klar, der bremst nicht. Das ist doch ein Tölpel. Ha? Also was für ein Tölpel, ey. Oh. Ich bin feig. Ich fahr außen rum. Du hast das Tiefste gefunden. Hier sind wir wieder auf der gut befahrenen Straße nach Lee und es war Sonntag und eigentlich wollten wir am Dienstag nach Hause fliegen. Eigentlich. Ja, damit wir es nicht vergessen, zeige ich euch die Landkarte, wie wir gefahren sind. Ja, und wie wir und wann wir und ob wir nach Hause kommen, das seht ihr im letzten und 4. Teil. In unserem altbekannten Hotel an, heute am Sonntag. Dann. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.